Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Serie rund um meinen neuen CO2-Laser, den Xtool P2. Und ich habe euch ja im ersten Video versprochen, wir gucken uns an, was eure Fragen sind und danach richten wir die nächsten Teile aus. Eine eurer Fragen war, welches Zubehör ich mir dazu gekauft habe, und da ist mittlerweile einiges zusammengekommen. Wir gucken uns mal die Teile an. Ich stelle sie euch initial vor. In der Anwendung werden wir sie dann im dritten Teil uns angucken, damit wir das so ein bisschen aufgeteilt bekommen und das Video auch nicht zu lang wird. Insofern hier jetzt einmal Kurzvorstellung des Zubehörs. Viel Spaß mit dem Video. Ja, und das erste, was wir uns angucken wollen, ist das Fire Safety Set. Auch wenn ich es selber jetzt nicht installiert habe, liegt einfach daran, dass ich tatsächlich nur lasere, wenn ich direkt dabei bin und so schnell eingreifen könnte. Aber grundsätzlich ist das ein absolut sicherheitsrelevantes Thema. Denn gerade wenn ihr Werkstoffe verarbeitet, die leicht brennbar sind, kann es natürlich mit einem CO2 oder auch mit sonstigen Lasern dazu kommen, dass die in Brand geraten und dann in eurem Laser es anfängt zu brennen und so weiter und so fort. Genau dafür hat Xtool quasi ein System entwickelt, welches euch davor bewahrt, dass dann direkt euer ganzes Haus, eure ganze Wohnung abbrennt, nämlich mit Sensoren zu erkennen, wenn in eurem Laser ein Feuer ausgebrochen ist und das dann wiederum mit CO2 zu löschen. Also aus meiner Sicht ein wirklich, ich würde fast sagen, geniales System, hat natürlich nicht nur Xtool und so weiter und so fort, ist auch klar, aber über die Sensoren wird halt eben erkannt, ob ein Feuer ausgebrannt, aufgekommen ist, und dann wird über CO2 das Ganze in dem Laser direkt gelöscht. Dafür ist dieses kleine Kästchen da. Da tut er die Patronen rein, also die CO2-Kartuschen. Ich zeige euch das hier auf den nächsten Seiten nochmal. Hier sind noch diverse andere Dinge beschrieben, aber im Wesentlichen wollte ich euch gerne zeigen, wie man die in dieses Gerät reintut. Genau, da seht ihr das. Ihr tut die 4 CO2-Kartuschen direkt in dieses Löschgerät, nenne ich es mal, welches dann über die Sensoren angesteuert wird und das dann dazu führt, dass quasi das CO2 in euren Drucker geleitet wird, um dann das Feuer zu ersticken. Also, wie gesagt, aus meiner Sicht ist das eigentlich ein ganz cooles und geniales System, vor allen Dingen, wenn ihr eben mit brennbaren Stoffen arbeitet, also viel mit Holz oder gegebenenfalls mit Pappe oder ähnlichem, wo es dann halt auch mal dazu kommen kann, dass da vielleicht doch ein kleines Feuer ausbricht. Und wenn ihr nicht direkt daneben steht, um so reagieren zu können, ist es natürlich super, dass dieses System das dann für euch übernimmt. In Summe ist das natürlich alles gut verarbeitet und ihr bekommt auch hier wieder umfangreiches Zubehör. Ihr seht hier Aufkleber, um das Ganze, um die Sensoren aufzukleben. Ihr bekommt Halterungen mit dazu. Also es ist schon wirklich durchdacht, um das System dann auch in eurem P2 sauber und gut installieren zu können. Und ja, es ist logischerweise alles auch hier gut verarbeitet. Das ist zwar Plastik natürlich, aber es fühlt sich alles gut an und macht einen guten Eindruck. CO2-Kartuschen werden direkt mitgeliefert und auch ansonsten ist dieses Kästchen aus meiner Sicht ein Pflichtkauf, wenn ihr nicht tatsächlich daneben sitzt oder daneben steht, so wie ich es tue, und ständig ein Auge drauf habt, solltet ihr definitiv überlegen, ob ihr euch das nicht dazu kaufen wollt. Ich glaube, es liegt ungefähr bei 150 € oder sowas. Ich habe es jetzt mit dazu bekommen bei meinem P2-Kauf. Die 150 € solltet ihr auf jeden Fall investieren. Ja, das nächste Zubehör, was ich mir gekauft habe, ist die Erhöhung bzw. die Riser Base. Und das führt dazu, normalerweise steht euer P2 ja quasi hier auf den Füßen, die ich hier zeige. Dadurch, dass wir jetzt die Riser Base haben, erhöht sich das Ganze um einen erheblichen Millimeter bzw. Zentimeter Bereich. Und ihr könnt dadurch Werkstücke verarbeiten, die deutlich größer sind. Normalerweise geht es los bei 64 bzw. 62 Millimetern. Das ist das Limit, wenn ihr quasi keine Riser Base habt. Jetzt könnt ihr bis zu 215 Millimeter Werkstücke verarbeiten. Es hat auch noch einen praktischen Nutzen. Hier an der Seite ist noch so ein kleines Fach, wo ihr dann zum Beispiel das Rotary reintun könnt. Um das Rotary voll nutzen zu können, das zeige ich euch ja später nochmal im Video, braucht ihr übrigens auch die Riser Base, denn ansonsten könnt ihr nicht den vollen Umfang dieses Zubehörteils nutzen. Am Ende erhöht es natürlich die Bauhöhe von eurem Drucker noch, oder nicht von eurem Drucker, von eurem Laser nochmal, aber es sorgt halt auch dafür, dass ihr deutlich größere Werkstücke verarbeiten könnt. Wie funktioniert das Ganze? Ihr nehmt hier diese bisher auf der obersten Ebene sozusagen eingehängte Schutzschale oder Schale, wie auch immer man das nennt, heraus und könnt die jetzt quasi in eines der unteren Fächer hängen. Je nachdem, welchen Abstand ihr braucht, seht ihr hier die einzelnen Abstufungen. Da schiebt ihr jetzt dieses Tablet einfach wieder rein und erhöht dadurch natürlich die Differenz oder den Abstand zwischen dem Laser und eurem Werkstück und könnt deswegen logischerweise größere Werkstücke verarbeiten. Ist aus meiner Sicht absolut essentiell, wenn ihr auch mal etwas größere Holzteile oder ähnliches verarbeiten wollt. Ich habe zum Beispiel mein zweites Teil, was ich gelasert habe, brauchte ich schon quasi diese Erhöhung und deswegen ist es aus meiner Sicht super sinnvoll.
Hier seht ihr dann auch nochmal aus dem Video von Xtool, wie das Ganze funktioniert und wofür es dann gedacht ist. Ja, wer das erste Video sehr aufmerksam geschaut hat, der weiß, dieses Zubehörteil gab es auch im ersten Video schon, denn ohne dieses Zubehörteil kann ich den Xtool P2 hier bei mir gar nicht betreiben, und zwar ist das der Abluftfilter. Grundsätzlich ist es so, im P2 ist ja schon ein Lüfter verbaut und ihr bekommt auch einen Schlauch mitgeliefert, den ihr verwenden könnt und den nach draußen führen könnt. Das ist dann alles in Ordnung, sofern der Drucker oder beziehungsweise der Laser in dem Fall nah genug am Fenster steht. Das ist das Entscheidende. Habt ihr aber so wie ich quasi den Laser im Gebäude stehen und habt keinen Zugang zum Fenster, wo ihr schnell mal den Abluftschlauch raushängen könnt, dann ist es so, dass ihr diesen Abluftfilter braucht. Der filtert die Luft heraus, die aus dem Xtool P2 rauskommt, und das seht ihr hier, ich habe da auch tatsächlich keinen Abluftschlauch mehr dann außen dran, kommt tatsächlich Luft, die man auch so ohne weiteres ins Gebäude leiten kann. Was bedeutet das ganz konkret? Die Luft wird über den Schlauch durch mehrere Filter gezogen und ist damit dann, ich will nicht sagen rein, aber ist zumindest von wesentlichen Schadstoffen oder Ähnlichem halt eben gereinigt. Hier seht ihr die verschiedenen Einsätze. Einmal so einen etwas weicheren Filter sozusagen, der dann auch den groben Partikelschmutz auffängt, und dann wird es halt immer feiner, sodass dann in der Mitte hier zum Beispiel auch sehr feinste Partikel in dem Filter gefangen werden, sodass die Luft, wie gesagt, die unten rauskommt, und hier drunter ist dann sozusagen der Ausgang, wenn man das so ausdrücken kann, dass die Luft dann halt entsprechend auch für eine Nutzung im Gebäude ausreichend gefiltert wurde. Bedeutet natürlich auch, ihr müsst den Filter regelmäßig tauschen. Ihr seht hier bei mir so ein kleines bisschen schon an Dreck, aber der muss halt regelmäßig getauscht werden, ist also ein Verbrauchsstück. Aber vom Grundsatz her, wenn ihr im Gebäude mit dem Laser arbeiten wollt, empfehle ich euch unbedingt, nutzt den Xtool P2, den Xtool Abluftfilter, weil der halt einfach dann die Luft nochmal deutlich reiner macht. Hier seht ihr auch nochmal das Beispiel aus dem Video von Xtool. Ja, das nächste Zubehörteil ist tatsächlich nicht zwingend erforderlich, aber umso praktischer. So muss man es, glaube ich, ausdrücken. Und zwar habt ihr ja standardmäßig Lamellen verbaut im Xtool P2, auf denen ihr dann eure Werkstücke auflegt und die ihr dann quasi bearbeiten könnt. Großer Nachteil bei den Lamellen ist, dass zum Beispiel, wenn ihr etwas ausgeschnitten habt, das aus eurem Werkstück herausfällt. Das passiert zum Beispiel bei der Wabenplatte nicht. Denn die Wabenplatte ist etwas enger gewebt, seht ihr hier ja auch, ist deutlich stabiler gebaut, kann in einem Stück rausgenommen werden und sorgt vor allen Dingen dafür, dass halt eben keine Instabilität im Werkstück entsteht, wenn etwas ausgeschnitten wird und herausfällt. Das ist aus meiner Sicht eines der Kriterien, weswegen ich euch unbedingt empfehlen würde, wenn ihr oft mit herausschneidenden Dingen und nicht nur mit Gravur arbeitet, dann solltet ihr euch unbedingt mal die Wabenplatte angucken. Denn ich glaube, das ist ein Zubehörteil, welches euch sicherlich hilfreich sein kann. Es ist nicht zwingend erforderlich, aber auf jeden Fall nice to have. Jetzt kommen wir zu dem Zubehörteil, welches aus meiner Sicht von allen Zubehörteilen die Kreativität am weitesten auffächert bzw. erweitert sozusagen. Und zwar ist es das Rotary. Das sorgt dafür, dass ihr mit eurem CO2-Laser, in dem Fall hier dem Xtool P2, auch Gläser und sonstige zylindrische Formen verarbeiten könnt. Das ist halt wirklich etwas, was ich ja persönlich auch wirklich richtig cool finde, dass man eben auch Gläser und so weiter gravieren kann. Das gilt eben nur für eine Verarbeitung, wenn ihr den Rotary mit dazu nehmt. Grundsätzlich ist das Ding dazu da, das Glas zu drehen. Ich zeige es euch jetzt gleich auch nochmal, weil der Laser kann ja, das ist die Logik des Lasers, quasi nicht auf dieses runde Element lasern, ohne dass es dabei gedreht wird oder zumindest nicht gerade lasern, und deswegen braucht ihr halt eben dieses Rotary mit diesen, zum Beispiel hier diesen 2 Walzen, gibt natürlich noch mehr Zubehör, insbesondere bei der Pro-Version. Da passiert nichts anderes, als dass dieses Glas, machen wir das mal als Beispiel, in diese Walzen eingelegt wird und durch einen Motor dann immer weiter gedreht wird, und der Laser, der ja starr sozusagen über dem Glas dann schwebt, wenn man so möchte, lasert dann euren gewünschten Aufdruck oder beziehungsweise eure gewünschte Gravur in euer Glas hinein. Insofern ist das definitiv, wenn ihr eure Kreativität erweitern wollt, eins der Tools, welches ich euch ans Herz legen möchte. Hier seht ihr das Ganze mal, ich baue es mal auseinander, und ich glaube, wir müssen jetzt nicht in die Details reingucken. Ich zeige euch im nächsten Video dann auch mal, wie das Ganze im Einsatz aussieht. Jetzt hier nur mal das kurze Unboxing, Schrägstrich, ich sage euch, wofür das Ding überhaupt gut ist. Hier habt ihr diese 2 Walzen. Und wenn ihr da jetzt ein Glas einspannt, und ich zeige es jetzt nur mal, natürlich müssen wir jetzt noch den Spanner auspacken und so weiter und so fort, aber vom Grundsatz her würdet ihr jetzt dieses Glas halt eben auf diese Walzen auflegen. Machen wir es mal so rum.
Und dann würde sich dieses Glas eben motorgetrieben mit diesen 2 Walzen hin und her bewegen und euer Laser, der oben drüber schwebt, würde dann entsprechend, wie gerade eben schon gesagt, die Gravur auf eurem Werkstück vornehmen. Gilt natürlich nicht ausschließlich für Gläser. Ihr könnt auch Tassen damit verarbeiten oder sonstige zylindrische Gegenstände. Ich weiß nicht, Kaffeepötte, so To-Go-Kaffeepötte könnte man damit zum Beispiel machen und noch viel mehr. Also das Rotary ist aus meiner Sicht, wenn ihr Thema Glas und Gläser verarbeiten wollt, ist es definitiv ein Ding, welches ihr unbedingt mal anschauen solltet. Auch das gibt es im Angebot immer mal wieder günstig. Gerade wo jetzt im September und im Oktober bei Xtool nochmal zusätzliche Rabatte gelten, solltet ihr euch das im Zweifel mal angucken. Jetzt zeige ich euch oder beziehungsweise sage euch nochmal die verschiedenen Aspekte, denn grundsätzlich haben wir jetzt gerade ja die Walzen gesehen, also Walze Rotary, dann gibt es auch noch die Sphäre, mit dem Spannfutter könnt ihr arbeiten und ihr könnt natürlich auch Ringe verarbeiten. Ja? Das ist natürlich auch vielleicht spannend, wenn jemand von euch Ringe belasern will, das funktioniert auch. Oder auch Weihnachtskugeln, auch das funktioniert ohne Probleme. Also insofern checkt auch das Rotary mal aus. Hier übrigens noch das Beispiel von Xtool aus dem Video. Hier seht ihr auch die Kaffeepötte, die ich gerade eben schon erwähnt habe, oder Tassen oder halt eben auch Weihnachtskugeln. Also es ist ein umfangreiches Tool, welches ihr nutzen könnt. Ja, das war meine Kurzvorstellung der Produkte oder beziehungsweise des Zubehörs, welches ich persönlich mir gekauft habe. Gibt natürlich noch einiges mehr, ob man das alles braucht oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Vom Grundsatz her vielleicht gerade noch zur Information. Es gibt bei Xtool gerade wieder ein paar Angebote. Checkt gerne mal meinen Link in der Videobeschreibung. Mit dem Code WeLoveTechP2 kriegt ihr zusätzlichen Rabatt auf einen P2 CO2 Laser. Und ansonsten gibt es vom 18.09. bis 4.10. diverse Angebote. Checkt einfach mal den Link und guckt rein, ob da was für euch dabei ist. Ich danke euch fürs Zusehen, freue mich auf den 3. Teil und sage Alexa, Kamera aus. Okay.